This is not a test. This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the U.S. government. Weapons of Class 4 and lower have been authorized for use during the purge. All other weapons are restricted. Government officials of ranking 10 have been granted immunity from the purge and shall not be harmed. Commencing at the siren, any and all crime, including murder, will be legal for 12 continuous hours. Police, fire, and emergency medical services will be unavailable until tomorrow morning at 7 a.m. when the purge concludes. Blessed be our new founding fathers and America, a nation reborn. May God be with you all. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Und die Purge ist bereits im vollen Gange und hat auch schon ihre ersten Tribute geopfert. Wir befinden uns auf dem tschechischen Server 17. Dort hat es uns mit der Purge hinverschlagen. Ein Server, der natürlich ein bisschen abseits ist von der Norm, weil ich auch nicht wollte, dass unbedingt die Leute auf einem deutschen Server spielen, wo eventuell Accounts doppelt registriert werden können. Deswegen habe ich einen abgelegenen Server genommen. Und gestern um 18 Uhr ist das Ganze gestartet, die Gilde hat sich gefüllt und wir sind auch mittlerweile schon ein paar Leute weniger, denn ja, manche haben, warum auch immer, die Gilde verlassen und ich hatte ja auch gesagt, die einzige Regel, die beherrscht bei dieser Challenge ist halt eben, dass wenn man die Gilde einmal verlässt, man nicht wieder reinkommt, die Plätze werden nicht erneuert und dann ist das, kann ich dann halt eben nur sagen, Pech gehabt. Und man sieht hier bereits schon, es gibt ganz viele verschiedene unterschiedliche Spielstile. Erstmal nochmal für alle Leute, die das vielleicht nicht ganz mitbekommen haben, worum es hier geht. In der Purge nochmal ganz kurz zusammengefasst. Es gibt insgesamt 3 Preisgelder zu gewinnen für die ersten 3 Plätze mit dem höchsten Level, je nachdem. Und ansonsten ist halt alles erlaubt. Man kann hier alles machen, man kann die anderen Leute innerhalb der eigenen Gilde abfarmen, man kann so viele Pilze aufladen, wie man möchte. Das liegt natürlich im eigenen Interesse, wie viel man halt eben aufladen möchte. Am Ende, umso mehr man auflädt an Geld, umso weniger hat man dann vom Preisgeld. Wenn zum Beispiel jemand 100 Euro auflädt, dafür auf Platz 1 ist, hat er natürlich 0 Euro gewonnen. So, ne? Also ist 100 Euro gegen 100 Euro so, dann ist er zwar auf Platz 1, hat aber nichts davon an Preisgeldern. Oder man hätte sich auch untereinander absprechen können. Das war für mich halt so ein bisschen ein soziales Experiment. Wie verhalten sich die Spieler innerhalb der Gilde? Sagen sie, ey, wir sprechen uns hier ab, wir machen eine Strategie, wir bleiben Free-to-Play und die ersten 3 Plätze holen sich dann die Preisgelder rein und die haben dann halt eben 100% von den Preisgeldern. Wenn zum Beispiel die ersten Leute anfangen, ihre Pakete aufzuladen, dann haben sie zum Beispiel nicht mehr die 100% von den Preisgeldern, sondern haben halt eben schon die Pakete aufgeladen, das Festungspaket, das Starterpaket zum Beispiel oder was halt eben alles noch so danach kommt. Und deswegen war das für mich sehr interessant, wie verhalten sich die Spieler innerhalb der Gilde, gibt es dort Absprachen oder spielt jeder so für sich? Mein erster Eindruck von der Gilde, von der Purge, sag ich mal, ist es eher so, jeder spielt für sich. Wir sehen hier zum Beispiel den Universe, der hier auch in der Gilde spielt, hat auch hier tatsächlich eine 6er Ritterhalle, also ist hier auch ein bisschen sozial kompetent unterwegs, das muss man ihm lassen, hat sich allerdings auch schon den goldenen Rahmen gegönnt, was wiederum sehr ehrenlos ist, muss ich mal so sagen an der Stelle, ja, und hat hier auch mittlerweile schon 90 Euro investiert und wenn er bei den 90 Euro bleibt, gut, hat er am Ende des Tages immer noch 10 Euro Gewinn gemacht bei dem ganzen Thema. Aber jetzt kommt eben halt auch die Sache, er ist natürlich nicht der Einzige, es gibt natürlich auch noch andere Anwärter, die eventuell Platz 1 erreichen wollen. Und hier haben wir zum Beispiel auf Platz 2 im Moment zumindest jemanden, der nur ein Level hinter Universe ist, vielleicht auch dieselbe Anzahl an Pilzen aufgeladen hat.
Und Universe hat einfach mal sich den Goldrahmen für 1000 Pilze gegönnt. Mit den 1000 Pilzen könnte zum Beispiel hier der Xerenil könnte zum Beispiel mit den 1000 Pilzen deutlich weiter kommen als Universe. Ne? Es sei denn, er lädt nochmal mehr auf, dann ist er aber schon im Minus hier bei dem Projekt allerdings, wenn er auf Platz 1 bleiben möchte. Ja, könnte sein. Ne? Dann geht's weiter. Hier haben wir jetzt zum Beispiel den Schimmel, der hier nur sich das Starterpaket, so wie er es geschrieben hatte, bisher geholt hat. Es sind natürlich vom Sammelalbum deutliche Unterschiede bereits festzustellen, aber ist natürlich damit auch deutlich preisgünstiger unterwegs und eventuell, wenn er momentan hier auf Platz 3 bleiben würde, hätte er 25 Euro mit nach Hause genommen. Und der erste und zweite gehen vielleicht sogar Minus aus. Ja, das ist halt eben das Risiko bei der Sache. Und bisher muss ich so sagen, es ist ziemlich spannend zu beobachten, denn es wurden keinerlei Absprachen hier in der Gilde getätigt. Es wurden hier und da mal ein paar Rundmails geschrieben auf jeden Fall, dass man sich vielleicht einigen kann, ey, wir bleiben hier alle beim Starterpaket. Und dann ging es aber weiter, dann haben die ersten Leute sich auch das Festungspaket geholt und dann war es halt quasi nicht mehr aufzuhalten, das Ganze. Ne? Und es ist so gekommen, wie es kommen musste und die Leute fangen halt an, sich die preis-leistungstechnisch stärksten Pakete am Anfang zu holen, die man halt so eben haben kann. Für 5 Euro das Starterpaket, wo man halt schon mit 1000 Gold, einem Reittier und einem Flügeltrank direkt durchstartet und das ist halt schon ein großer Vorteil. Hier sind auch ein paar Leute dabei, die haben bisher noch gar nicht gespielt. Das soll es halt auch geben. Ne? Das ist halt dann eben so, ein bisschen Schwund gibt es auf jeden Fall immer, würde ich sagen. Wir konzentrieren uns aber halt eben auf die Leute, die hier aktiv mit dabei sind und spielen. Und das finde ich auf jeden Fall sehr interessant, wie sich das Ganze die Tage noch entwickeln wird, ob hier noch irgendwelche Machtverschiebungen herrschen, ob sich hier untereinander abgefarmt wird. Auch hier ganz interessant mal zu sehen, die Ausbauten von den Leuten. Denn ich hatte mir so gedacht, was wäre, wenn ich hier bei dieser Challenge dabei wäre. Ich persönlich würde, glaube ich, kein Gold investieren, um hier die Ausbauten zu pushen. Denn am Ende des Tages bringt das natürlich auch die komplette Gilde weiter. Die komplette Gilde hat davon natürlich einen Vorteil. Das ist dann für jeden gleich. Nur der halt eben die Ausbauten finanziert hat, der hat halt eben Gold reingesteckt. Und das auch für den Anfang des Spiels gar nicht mal so wenig Gold. Denn ich habe meine Ausbauten ein bisschen gepusht, damit die Gilde generell ein bisschen schneller vorankommt, so gut es mir halt eben ging. Und man sieht hier schon, das kostet hier schon 1500, hier kostet das 500 auf Stufe 5, hier auf Stufe 7500 und das ist für das Early Game relativ viel Geld. So, und dafür, dass halt jeder denselben Vorteil quasi genießt wie man selbst und man selbst gar keinen Vorteil davon hat, außer dass man halt schneller pusht, aber das hat halt wie gesagt jeder, hat man halt hier gutes Gold investiert. Und ja, die Challenge an sich geht nicht darum, wer hat hier den stärksten Account oder wer hat hier die meisten Skillpunkte, sondern wer ist am höchsten im Level. Ne? Und klar ist es auch, dass umso mehr Skillpunkte man hat, auch man stärker natürlich in den Dungeons ist. Und das bedeutet wiederum, umso stärker man in den Dungeons ist, umso leichter kommt man voran und umso besser kann man natürlich pushen und umso höher ist man im Level und umso höher man im Level ist wiederum, umso bessere Chancen hat man eben auf die Platzierungen auf den ersten Rängen. Ne? Und das ist halt eben der Grund, warum persönlich ich, glaube ich, nicht hier investieren würde. Trotzdem spannend zu sehen, dass manche so sozial unterwegs sind und ein paar Ausbauten hier auch geopfert haben. Ich persönlich hätte alles wirklich in die Skills gesteckt. So ehrlich bin ich dann auch an der Stelle, wenn es halt eben darum geht, hier auch eventuell Preisgelder mit nach Hause zu nehmen. Und für den einen oder anderen sind 100 Euro auch wirklich viel Geld, gerade auch für Free-to-Play-Spieler, kann ich mir vorstellen. Die können das sehr gut gebrauchen. Und deswegen, das ist bisher so der Anfang der Purge. Wie gesagt, ein paar Leute sind schon raus, ein paar Leute haben hier schon hardcore gepusht. Und dann gibt es halt eben noch so ein paar, die hier so in der Zwischenebene, sag ich mal, festhängen, die bisher noch nicht viel gemacht haben. Ich hatte auch gedacht, dass am ersten Tag noch ein bisschen mehr passiert. Es sind nicht viele auf Stufe 10 hängen geblieben, aber ein paar Leute,
Die haben heute, wir haben es jetzt übrigens gerade 2 Uhr morgens, wo ich das Video aufnehme, die haben noch nicht großartig gepusht, haben aber trotzdem ein ganz gutes Sammelalbum und die hätten auch eventuelle Chancen, auch noch ein bisschen höher zu kommen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch den Xerchov, der, glaube ich, heute noch nichts gemacht hat. Der hat ein Sammelalbum von 32, was schon sehr, sehr gut ist und ist erst Stufe 18, also hat heute wahrscheinlich am Tag 2 noch nicht gezockt. Auch hier haben wir jemanden dabei, der noch sehr preisgünstig unterwegs ist, mit einem sehr guten Sammelalbum dafür, 35er, hat 4,99 investiert, ist Stufe 18 und hat wahrscheinlich am Tag 2 noch sehr viel Potenzial. Ja, dann gibt es hier Leute, die auch ein bisschen höher sind schon im Level, das Sammelalbum nicht ganz so hoch ist. Das spricht dann wiederum dafür, dass die eventuell schon Alu geballert haben und das halt mit einem etwas schlechteren Sammelalbum. So. Und deswegen könnten sich hier noch ein paar Plätze verschieben. Ich glaube, es wird persönlich, muss ich sagen, am Ende sehr spannend werden, denn am Montag um 18 Uhr, wie hier auch steht, endet die Purge und da wird sich dann zeigen, wer pünktlich um 18 Uhr auf Platz 1, 2 und 3 ist. Und ich glaube, dass dort einige Leute ein bisschen was in der Hinterhand behalten werden sich vielleicht den einen oder anderen Dungeon aufbewahren, kann ich mir vorstellen, damit sie zum Ende hin pushen, damit sie vielleicht ihre Konkurrenz im Glauben lassen, ja, der ist zwar weit vorne oder ich bin weit vorne, aber ne, fühlt sich sicher und zack, kommt da jemand und pusht noch die Dungeons durch. So, also man kann sich hier nie sicher fühlen. Deswegen wird es auf jeden Fall gerade am Montag spannend zu beobachten. Gerade zum Ende hin, wer das Ding hier mit nach Hause holt ja, wer hier noch irgendwie ein Ass im Ärmel hat und zum Ende pushen wird. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich spannend zu beobachten, das Ganze. Und wollte das einfach mal sehen, wie sich so die Spieler hier untereinander verhalten. Und ja, werde das auf jeden Fall die nächsten Tage auch noch beobachten. Ich hoffe, ihr feiert das Projekt auch einigermaßen. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Und das war es erstmal soweit von mir, von Tag 1, beziehungsweise um 2 Uhr morgens hier am zweiten Tag. Und wünsche euch damit noch alles Gute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen lieben Dank fürs Supporten. Das war es soweit von mir. Haut rein und bis zum nächsten Mal.